So welcome everybody back to the Australian camp meeting for this weekend. My name's Rachel. I'm going to be doing 2 presentations for you today. Also willkommen zum australischen Camp Meeting. Mein Name ist Rachel und ich werde 2 Präsentationen machen für diesen Tag. To give you some context, what I'll be presenting today. Um euch ein bisschen Kontext zu geben über das, was ich heute präsentieren werde. I've been reviewing the fight for gay marriage. Ich hatte den Kampf für die homosexuellen Ehe angeschaut. And before we begin this study, I'd like to ask you to kneel in prayer. Und bevor wir dieses Studium beginnen, möchte ich euch fragen, dass wir zum Gebet niederknien. Our dear God in heaven, Lieber Gott, we thank you for this opportunity to gather together. wir danken dir für diese Möglichkeit, dass wir uns zusammen versammeln können. And try and understand that about the world that we live in. Und dass wir versuchen, die Welt, in der wir leben, zu verstehen. And understand what your kingdom is about. Und verstehen, um was es in deinem Königreich geht. And every day work towards living as if we were in your kingdom. Und versuchen so zu leben, wie wir in deinem Königreich leben würden. Please be with us all now. Bitte sei mit uns jetzt, as we go through this study. wie wir nun durch dieses Studium gehen. We ask this all in your name, Jesus. Wir bitten alles in Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you. So as I was saying, to give you a bit of context about what I'll be presenting. Also um euch ein bisschen Kontext zu geben über das, was ich jetzt präsentieren werde. So as we saw through these studies, also wie wir durch diese Studien gesehen haben, the fight for gay marriage, der Kampf für die gleichgeschlechtliche Ehe, the fight for gay marriage all fit perfectly on our reform line. Passt perfekt auf unsere Reformlinie. And we know our methodology. Und wir kennen die Methode. The lines and the dates. Die Linien und die Daten are also very important. Sind auch sehr wichtig. Because they help us to understand where we've been. Weil sie uns helfen zu verstehen, wo wir waren, where we are, wo wir sind and where we're going. Und wo wir hingehen. So prophecy. Also das ist die Prophetie. But what also is really important, aber was auch sehr wichtig ist, is the real people that have lived through these events and these dates. Sind die wirklichen Leute, die durch diese Ereignisse hindurch gelebt haben und diese erlebt haben. The discrimination and humiliation that they've had to endure. Die Diskriminierung, die sie aushalten mussten. Not to mention the financial burdens. Und auch die finanziellen Lasten. To be treated like an equal citizen in society. Wie ein gleichgebürtigter Mensch zu sein in der Gesellschaft. In diesem Studium there was a story of 2 couples. Gab es eine Geschichte von 2 Pärchen. Edie Windsor and Thea Spires. Edie Windsor und Thea Spires. John Arthur and Jim Obergefell. John Arthur und Jim Obergefell. And how their court cases und wie ihre Gerichtsfälle took down Section 3 and Section 2 of the Defence of Marriage Act.
Sektion 2 und 3 von dem Gesetz der Ehe aufgelöst haben. So these couples represent many couples around the world. Also diese Pärchen repräsentieren viele Pärchen auf der ganzen Welt. And learning about their story helped us to understand what they've been through. Und indem wir ihre Geschichte kennengelernt haben, hat es uns geholfen zu verstehen, wodurch sie gehen mussten. And it was to do something very natural for them to do. Und sie haben etwas sehr Natürliches gemacht, was sehr natürlich ihnen kam. And it was to simply marry the person that they loved. Und sie haben einfach die Person geheiratet, die sie geliebt haben. So I had a big question while doing this review. Und ich hatte eine große Frage, als ich diese Zusammenfassung hier gemacht habe. And that was a big why. Und das war ein großes Wieso. Why did people even have to fight? Wieso müssen überhaupt die Personen kämpfen? Why do they have to fight against laws and legislation? Wieso müssen sie gegen Gesetze und die Legislation kämpfen? To have those equal relationships recognized. Damit diese gleichgeschlechtlichen Beziehungen überhaupt anerkannt werden. So the problem is things that have happened in the past. Also das Problem ist, die Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, They still affect the present. tun immer noch die Gegenwart beeinflussen. So when we're talking about the fight for gay marriage, Also wenn wir über den Kampf der gleichgeschlechtlichen Ehe reden, things that happened before 1989 continued. Dinge, die vor 1989 passiert sind, sind weitergegangen. And these stigmas were built on misdiagnosis, Und diese Stigmas sind aufgebaut worden auf falschen Diagnosen, falschen misinformation and misinterpretation, auch Desinformation und Missinterpretation from the past. von der Vergangenheit. So I hope today I can give you a little snapshot of why. Also ich hoffe, dass ich euch heute ein bisschen aufzeigen kann, wieso Why the LGBTQI+ community has been treated this way. dass die LGBTQ+ Community so behandelt wurde und behandelt And where wird this mindset comes from. und woher diese Gedankenweise kommt. So once again, it's a very complicated history. Also nochmal, es ist eine sehr komplizierte Geschichte. So it's quite difficult to cover every aspect of this subject. Also ist es ziemlich schwierig, jeden Aspekt von diesem Thema zu betrachten. So I've pulled out one strand Also habe ich eine Linie sozusagen to focus on what hervorgehoben, happened before 1989. um darauf zu fokussieren, was vor 1989 passiert ist. So to find some answers, Also um ein paar Antworten zu finden, we're going back to our favourite subject, history. gehen wir zurück zu unserem Lieblingsthema, nämlich die Geschichte. So we've seen in ancient Greece and Rome Wir haben gesehen, dass im alten Griechenland und Rom what the social construct was back then. haben wir gesehen, wie die sozialen Konstrukte damals waren. But what about modern history? Aber was ist mit der modernen Geschichte? So we're just going back just before 1989. Also wir gehen jetzt zurück kurz vor 1989. So today I'm writing on this is not a reform line. Also das hier ist keine Reformlinie. It's just a timeline of history. Es ist nur eine Zeitlinie der Geschichte. The reason why I want to walk through this history Der Grund, wieso dass ich durch diese Geschichte hindurch laufen will, is to sozusagen, see what's happening to the LGBTQ community ist, um zu schauen, was mit der LGBTQ-Community passiert ist
in the medical, in dem medizinischen, political and religious fields. politischen und religiösen So medical. Feld. Also medizinisch. And this all comes under a society. Und das ist alles unter dem Titel der Gesellschaft. So this is not a very nice time for this community to go through. Also das ist nicht eine sehr schöne Zeit, durch die die Community durchgehen musste. It's actually a very horrible time for this community. Es ist eine sehr schreckliche Zeit für diese Community. But as we go over this time, we can see what it's like to walk in their shoes. Aber wenn wir jetzt durch diese Zeit hindurchlaufen, sehen wir, wie es ist, in deren Schuhe zu laufen. With people who've been discriminated against. Leute, die diskriminiert werden, mistreated and misunderstood. Die falsch behandelt werden und auch missverstanden werden. So the line's tracking mostly what's happened in the US and Germany. Also diese Linie zeigt zum größten Teil die Geschichte in den USA, sowohl als auch in Deutschland da oder auf. So I'm going to start on the year 1868. Also ich werde mit dem Jahr 1868 anfangen. And we know there's a lot of thoughts. There are a lot of thoughts and ideas originated well before this time. Und wir wissen, dass schon vor dieser Zeit viele Gedanken und Sachen stattgefunden hatten. But it's a starting point for us today. Aber es ist ein Anfangspunkt für uns heute. And the reason it's a starting point Und der Grund, wieso das ein Anfangspunkt ist, is because it's when the word homosexual was coined. Ist, weil es der Punkt ist, wo das Wort Homosexualität aufkam. So when we jump back to this history, we need to put the right lenses on. Also wenn wir zurückspringen in diese Geschichte, müssen wir die richtigen Brillen aufsetzen. To see this is mostly all about men. Um zu sehen, dass es hier eigentlich zum größten Teil um Männer geht. So men dominated the medical and the science fields. Also Männer haben das wissenschaftliche und auch medizinische Feld the geprägt. lawmaking and political realms. Auch die Gesetzgebung und auch das Politische haben sie geprägt. So there's not many women in these fields. Also es gibt nicht sehr viele Frauen in diesen Feldern. So it's not what's happening to a woman's body that we're focused on. Also es geht hier nicht darum, was in einem Frauenkörper passiert, das wir jetzt sprechen. What we're looking at is what men are doing with their bodies. Sondern wir sprechen jetzt darüber, was Männer mit ihren Körpern machen. So throughout this time I'm going to mention a lot of different people. Also durch diese Linien hindurch werde ich sehr viele Leute erwähnen. But this is really just a scraping of the surface about who they are. Aber hier tue ich nur an der Oberfläche kratzen, um zu erklären, wer sie sind. And how they are connected on this line. Und wie sie miteinander verbunden sind auf dieser Linie. So before we go to this line, I just want to bring in a simple model. Also bevor wir zu dieser Linie gehen, möchte ich ein einfaches Modell aufzeigen. To describe the moral sexual ethics of the time. Um die sexuelle Moral dieser Zeit aufzuzeigen. So we've got to remember this is about men. Also wir erinnern uns, es geht hier um Männer. So if we think of what good sex and bad sex is.
Also wenn wir darüber nachdenken, was guter Sex und was schlechter Sex ist. So good sex is what they consider normal. Also guter Sex ist das, was sie als normal betrachten. And it's about procreation. Und es geht um die Fortpflanzung. They end up with dominant. Und sie sind dominant. Also die Männer sind dominant. And we're talking about who would be the penetrator. Und wir sprechen darüber, wer der Penetrator ist. So it's about the role that you played. Also es geht eigentlich um die Rolle, die man spielt. And if we think of bad sex model. Und wenn wir über das schlechte Sexmodell sprechen, it's just the opposite. Geht es hier um genau das Gegenteil. So non-procreative. Also keine Fortpflanzung. So non-male dominant. Keine männliche Dominanz. And also under that we have any equal same-sex relations. Und darunter haben wir auch keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Excessive and lustful sex. Lustvoller Sex. Excessive, a lot of. Oder viel Sex. Yeah, mucho. And masturbation. Und Masturbation. So bad sex is when the sperm's wasted. Also schlechter Sex ist eigentlich, wenn die Spermien verschwendet werden. Because back then it was thought. Weil damals wurde gedacht, that the sperm contained the whole of the baby. Dass die Spermien das ganze So Baby it wasn't until beinhaltet. 1870 that they realized Also it was actually a sperm and an egg that made a baby. Es war nicht bis zu 1870er Jahren, dass man gewusst hat, dass ein Sperm und ein Ei benutzt wird, dass ein Baby So you entstehen can't kann. waste anything. Also man kann nichts verschwenden. Anything that wasn't procreative was considered bad. Alles, was nicht zur Fortpflanzung beigetragen hat, wurde als schlecht angeschaut. So let's start looking at the medical world. Also lasst uns die medizinische Welt anfangen anzuschauen. We're starting in 1868 and there's a guy called Carl Berry. Wir fangen an bei 1868 und da gibt es einen Mann, der heißt Carl Berry. So he's a Hungarian journalist. Er ist ein ungarischer Journalist. And he's observing men of equal status. Und er beobachtet oder untersucht Männer von gleichem Status. And he sees men of equal status forming relationships together. Und er hat gesehen, wie Männer von gleichem Status Beziehungen zusammen And he's gehabt noticing haben. that they're falling in love. Und er hat beobachtet, wie sie sich verlieben. So he's seen these relationships and he wants to be able to describe them. Also er sieht diese Beziehungen und möchte diese beschreiben. So he writes his observations and he gives them a name. Also schreibt er diese Beobachtungen auf und gibt denen einen Namen. He titles the names after who the people are attracted to. So not the role you play, but who you're attracted Also to. er tut diese Beobachtungen
beschreiben oder einen Titel geben zu den Personen, die sie sich hingezogen fühlen. Also nicht ihre Rolle, die sie spielen, sondern zu den Personen, die sie sich hingezogen fühlen. Heterosexual. Also heterosexuell. And homosexual. Und homosexuell. These are the two words that he uses to describe. Das sind die zwei Wörter, die er benutzt, um diese Leute zu beschreiben. The observations he's seen. Und diese Beobachtungen, die er sieht. So heterosexual changes, the word heterosexual changes with time. Und dieses Wort heterosexuell verändert sich über die Zeit hinweg. And becomes normalized. Und wird normalisiert. But back then, it was about the attractions involved. Aber damals ging es vor allem um diese Anziehung, die involviert war. So it would be the opposite sex, same sex. Da hätte es das gegenüberliegende Geschlecht oder gegensätzliche Geschlecht, Sex with das children, gleiche with Geschlecht, animals, and it would be Sex lustful and excessive. Kindern oder mit Tieren, und es würde mit viel Lust sein oder oft, also viel Sex. But so it's who they're attracted to, but they would usually end up marrying a man. Remember this, a woman. This is all about being a man. Sorry. Also hier geht es sehr viel darum, dass man ein Mann ist. So homosexual is they're attracted to the opposite sex. Also Homosexualität ist, dass man zum gleichen Geschlecht hingezogen ist. 1869. 1869. Carl Westphal. Karl Westphal. So he's a German psychiatrist from Berlin. Er ist ein deutscher Psychologe von and Berlin. He's seen these attractions and wondering what's happening. Und er sieht diese Anziehungskraft und fragt sich, was eigentlich vor sich geht. And he writes a paper on several cases. Und er schreibt auf einem Papier auf So he calls verschiedene what he's Fälle. seen Also er schreibt auf, was er sieht. contrary sexual feelings. Und zwar sind es So to explain that, if I'm a man, also ein sexuelle Gefühle, and wenn ich ein inside of me Mann I'm bin supposed to love a woman, und eigentlich sollte ich eine Frau lieben, but if I fall in love with a man, then it's contrary. aber wenn ich dann mit einem Mann in einen Mann mich verliebe, dann ist es So this word sozusagen contrary gets changed into the konträr. English word later on. Also dieses Wort wird später im Englischen verändert To sexual invert. als So if I was to draw Geschlechtsumwandlung. this so you can understand, Also Geschlechtsumwandlung. Wenn ich das jetzt hier so aufzeichnen kann, dass ihr es versteht. so it's talking about men. So we would have a person that would represent a masculine and feminine. Also wir haben hier eine Person, die das Maskuline darstellt und eine, die das Feminine darstellt. So we have the active and the passive here. Also wir haben das Aktive und Passive hier. So one would be female, like, Und eine Person würde weiblich sein, because they can't get the idea or the concept weil sie dieses Idee oder dieses Konzept nicht verstehen, that it's not about
being female or male. Dass es nicht darum geht, dass man männlich oder weiblich ist. So over time, the sexual inverts are given some feminine slang names. Also über die Zeit hinweg wird diese Geschlechtsumwandlung mit verschiedenen Namen betitelt. So Pansy, Nancy and Fairy. Pansy, Nancy und Fairy. Because you don't want to be seen as female. Weil du als Mann ja nicht als weiblich betrachtet werden willst. So in 1870. Also im Jahr 1870. Lots is happening in the medical world. Passiert sehr viel in der medizinischen Welt. We said they have discovered it's a sperm and an egg that makes a baby. Wie bereits gesagt, sie haben entdeckt, dass es nicht nur ein Spermium braucht, sondern auch ein Ei, damit ein Baby entsteht. What else happens is psychology is established. Also die Psychologie wird auch as an etabliert. Academic discipline. Als eine akademische Disziplin. So people start to talk more about their feelings. Also Leute fangen an, mehr über ihre Gefühle zu sprechen. And this gets more recognition for when World War I comes along. Und homosexuelle Leute werden mehr anerkannt, wenn das als So der in Erste Weltkrieg 1886? gekommen ist. Also 1886 There's a German psychiatrist. gibt es einen deutschen Psychologen, Richard von Krafft-Ebing. Richard Wollstonecraft-Ebing, And he writes a book. und er schreibt ein Buch. And it's the first text about sexual pathology. Und es ist das erste Buch über sexuelle Pathologie. And he comes up with some theories. Und er kommt auf mit verschiedenen Theorien, To define homosexuality. um die Homosexualität zu definieren. And he comes to the conclusion. Und er kommt zur Schlussfolgerung. He said sex was primarily for procreation. Er sagt, Sex ist primär für die Fortpflanzung. And if the sexual act didn't involve procreation, it was a perversion. Und wenn diese Sex keine Fortpflanzung hervorbringen würde, dann wäre He's das saying that homosexuality is a Fehler. sexual perversion. Eine Perversion. Also er sagt, gleichgeschlechtlicher Sex ist He goes on to sexuelle say in his book, it's not Perversion. really a crime or a sin. Also er sagt nicht in seinem Buch, dass es unbedingt eine Sünde oder Back here it was kind of like a mystery. ein Verbrechen war. Damals war es so wie ein Geheimnis. But now he's saying that there's something mentally wrong because it's not normal. Aber er sagt in seinem Buch, dass etwas mental nicht mit diesen Leuten stimmt, weil das ist nicht normal. Because men are really supposed to be attracted to women. Weil Männer sollten eigentlich zu Frauen angezogen sein. So it's all about procreation. Also es geht hier alles um die Fortpflanzung. So because it's not normal, Also weil es nicht normal ist, he says it's a mental illness. sagt er, dass es eine mentale Krankheit ist. And then we've got the 1900s. Und dann kommen wir zum 19. Jahrhundert. And we have Freud, who's the founder of psychoanalysis. Und wir haben Freud, der
über psychologische This is some deep water that I don't want to touch. Studiert, und das ist ein Bereich, den ich nicht But he is unbedingt also looking ansprechen at möchte. men who should be attracted to women. Aber er schaut sich auch Männer an, die eigentlich zu Frauen And he's angezogen wondering sein where they come sollten. from. Und er fragt sich, woher die kommen. And he has his own theories of why people are homosexual. Und er hat seine eigenen Theorien, wieso das Menschen homosexuell You sind. may have heard the popular term smothering mother and distant father. Ihr mögt vielleicht den Satz gehört haben, schlechter Mutter und distanzierter Vater. He has other his position changes. Seine before he Position dies. ändert sich, bevor er stirbt. But people don't look at the end, at what people say at the end. Und die Leute schauen sich das immer an, was die Leute And am later Ende on, these sagen. theories get misused. Und später werden ihre Aussagen falsch benutzt. So let's just touch on what's happening in the political realm. Also lasst uns jetzt noch anschauen, was in der im politischen So- Feld passiert. We have the First World War, Wir haben den Ersten Weltkrieg and soldiers are coming home from war, Soldaten kommen zurück vom Krieg and they've experienced the horrors of the war and the effect on their mental state. und sie haben sehr schlimme Dinge erlebt, was eine Auswirkung hat auf ihre mentale And they're Gesundheit. broken from the war. Und sie sind zerbrochen durch den Krieg. So this is where psychology comes more to the forefront. Und da kommt die Psychologie mehr in den Vordergrund. But if you're a homosexual in the military, Wenn du eine homosexuelle Person bist im Militär, you would be discharged dann würdest du entlassen werden because of your sexual orientation. wegen deiner sexuellen Orientierung. 1920, Dann in den 1920ern, so this is the Roaring Twenties in America. das sind die aufrührenden 1920er Jahre in den And there's a lot happening USA. in society. Und es passiert sehr viele Dinge in der Gesellschaft. But we're focusing on homosexuality. Aber wir fokussieren uns auf die Homosexualität. So in the 1920s, there was a climate of accepting of homosexuals. Also in dieser Zeitperiode wurden die Homosexuellen irgendwie ein bisschen akzeptiert. They weren't seen as a threat at all. Sie wurden auch gar nicht als eine Gefahr angeschaut. I just want to read from that article 1. Ich möchte vom ersten Artikel lesen. The 1920s saw the flourishing of the LGBTQ nightclub and culture. In den 1920er Jahren blühte das LGBTQ-Nachtleben und die LGBTQ-Kultur auf. It reached beyond the cities, across the country, and into ordinary American homes. Es verbreitete sich über die Städte hinaus, über das ganze Land bis in die normalen amerikanischen Haushalte. Though New York City may have been the epicenter of the so-called pansy craze, Obwohl New York City das Epizentrum des sogenannten Pansy Craze gewesen sein mag, gay, lesbian, and transgender performers zierten schwule, lesbische und transsexuelle Künstler
grace the stages of the night spots in cities and all over the country. Die Bühnen der Nachtlokale in den Städten und im ganzen Land. The audiences included many straight men and women. Zu ihrem Publikum gehörten viele heterosexuelle Männer und Frauen, So eager to experience a culture themselves. die die Kultur selbst erleben wollten, As well as ordinary LGBTQ Americans. aber auch gewöhnliche LGBTQ-Amerikaner, Seeking to expand their social networks and find romance or partners. die ihr soziales Netzwerk erweitern oder eine Romanze oder einen Partner finden wollten. But all this came to an end. Aber all das kam zu einem Ende. Before the 1930s, we saw there's not much persecution towards homosexuals in society. Vor den 1930er Jahren gab es nicht viel Verfolgung gegen homosexuelle Leute in der Gesellschaft. But unfortunately, this changes dramatically in the 1930s. Aber leider verändert sich dies dramatisch in den 1930er Jahren, And the beginning of the Great Depression. in dem Anfang der großen Depression. The Article 2. Wir lesen Artikel 2. The 1930s, the onset of the Depression and the coming of World War II. In den 1930er Jahren setzte eine Gegenreaktion ein, als Teil einer breiteren The Verurteilung LGBTQ culture and community began to fall out of favor. der kulturellen Experimente der 20er Jahre in der Zeit der Depression, die für den wirtschaftlichen As a Zusammenbruch backlash verantwortlich began in the machten. 1930s. Also der As a Verlauf part of a wider depression era, condemnation of the culture, experimentation of the 1920s. Also in den 1920er Jahren war eine Zeit der Depression und das war der wirtschaftliche Zusammenbruch, haben sie da zur Which many Verantwortung blamed for the gezogen. economic collapse. So they're Das habe ich schon blaming übersetzt. what happened in the 1920s Also sie tun dem die Schuld zuweisen, was in den on their 1920er economic Jahren downfall. passiert ist, welches verantwortlich war für den So the wirtschaftlichen sale of liquor Zusammenbruch. was legal again, Der Verkauf von Alkohol war wieder legal, but newly enforced laws and legislations prohibited restaurants, aber neu eingeführte Gesetze und Vorschriften verboten es Restaurants und Bars, from hiring gay employees or even serving gay patrons. schwule Mitarbeiter einzustellen oder sogar schwule Gäste zu bedienen. In the mid to late 30s, a wave of sensationalized sex crimes Mitte bis Ende der 30er Jahre löste eine Welle sensationeller Sexualverbrechen, eine Hysterie über Sexualverbrecher, hysteria about sexual crimes who were often, in the mind of the public and the mind of authorities, equated with gay men. also eine Hysterie über Sexualverbrecher aus, die in der Öffentlichkeit und in den Köpfen der Behörden oft mit schwulen Männern gleichgesetzt wurden. This not only discouraged gay men from participating in public life, Dies hielt nicht nur schwule Männer davon ab, am öffentlichen Leben teilzunehmen, but also made homosexuality seem more dangerous to the average American. sondern ließ Homosexualität für den Durchschnittsamerikaner gefährlicher erscheinen. So anti-gay legislation became common throughout the 1930s. Also anti-homosexuellen Gesetzgebung wurde in den 1930er Jahren immer häufiger And the gay community went underground, many disappearing into the closet forever. und die schwule Gemeinschaft tauchte in den Untergrund ab und verschwanden für immer in der Verborgenheit. And those who still managed to
to remain in the life. Diejenigen, die es dennoch schafften, im Leben zu bleiben, Foster close relationships, but for many it was not easy or even possible. pflegten enge Beziehungen, aber für viele war das weder einfach noch möglich. So we can see in the 1930s, it was Also wir sehen in den 1930er Jahren, I just lost my thought. We saw in the 1930s, homosexuality became persecuted. wir sehen wie in den 1930er Jahren, dass Verfolgungen anfangen, und zwar gegenüber Homosexuellen. So this blaming of people's sexual orientation. Also es gibt diese Schuldzuweisung gegenüber der sexuellen Orientierung. For devastating events in history is a recurring theme. Diese verheerende Geschichte ist eine immer wieder aufkommende So we have World War II. Sache. Also man hat Erster Weltkrieg. And we're just talking about in Germany, it was a Center for Human Sexual Studies. Back to the medical. Zweiter Weltkrieg. In Deutschland geht es hier jetzt weiter um das medizinische Feld. In 1919, the Institute of Sexual Research was established. Wurde ein Institut für sexuelle Recherche etabliert. It was pioneer modern gender-affirming healthcare. Oder Forschung. Es ging um die Gesundheitsvorsorge. And they had thousands of records and research papers on sexual inverts. Kriminalität im Gesundheitswesen. But now the political climate changes. Nazi Germany. Jetzt hat sich das Klima geändert in Deutschland, nämlich mit Nazi-Deutschland. So you've got the Nazi book burnings in Berlin. Man hat die Nazi-Buchverbrennungen in Berlin. Which included all the archives of the Institute. Welches alle des Institutes mit so all that einbegriffen library haben. was destroyed. Die ganze Bücherei wurde zerstört. So 20,000 books and 5,000 images are burned. 20.000 Bücher und 5.000 Bilder werden verbrennt. The psychologists and psychiatrists are taken to concentration camps. Die Psychologen und Psychiater werden zu murdered and some are able to Konzentrationslagern flee Nazi Germany. gebracht und gewisse Leute wurden umgebracht und andere sind So some, geflohen. They're mainly German Jews, immigrate to England, but some go to America. Viele deutsche Juden tun nach England ziehen oder manche auch nach Amerika. So the Nazi regime carry out a campaign. Also das Nazi-Regime hat eine Kampagne hervorgebracht Against the homosexual community. Gegen die homosexuelle Gemeinschaft. And they call it paragraph 175. Und ich nenne es den Paragraphen 175. For the German Criminal Code. Das ist der deutsche Kriminalcode. So 50,000 men were convicted of violation of this 175. 50.000 Leute wurden mit diesem Paragraphen 175 überzeugt. And
one of the reasons why the community in Germany was hit so hard by the Nazis. Oder verurteilt. Und das war sehr viel, weil Deutschland durch die Nazis aufkamen. Is about eugenics. Und da ging es sehr viel um die Eugenik. Most of you might understand what that is. Die meisten von euch verstehen wahrscheinlich nicht, was das ist. If that's okay, I'll just read a little bit for those that may not be familiar. Aber das ist in Ordnung. Ich werde hier etwas vorlesen für So diejenigen, eugenics die is a nicht damit set of vertraut beliefs sind. and practices Also Eugenik ist eine Art und Weise des Glaubens oder des Auslebens, that aim to improve the genetic quality of a human population, welches helfen sollte bei der menschlichen so Bevölkerung. historically eugenics have attempted to alter human gene pools Aber das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. by excluding people and groups targeted to be inferior. Also es sind so Gruppen, die benannt werden, die untergeordnet sein sollten. Or promoting those judged to be superior. Oder sie werden gerichtet, dass sie untergeordnet sind. Article 3. Wir werden jetzt Artikel 3 lesen. So in 1907, we're going back into America. Also 1907, wir gehen zurück nach Amerika. So the history of legalized forced sterilization by the government Also die Geschichte der staatlichen legalisierten Zwangssterilisation beginnt im Jahr 1907. begins in 1907. When Indiana became the first state to pass an eugenics law, Als Indiana als erster Bundesstaat ein Eugenikgesetz verabschiedete, providing for the involuntary sterilization dass die unfreiwillige Sterilisation von bestätigten of Kriminellen, confirmed criminals, idiots, imbeciles and rapists, Idioten, Schwachsinnigen und Vergewaltigern vorsah. those affected were mainly men viewed to be criminalistic, Betroffen waren anfangs vor allem Männer, die als kriminell galten, including those with a defect, darunter auch solche, deren Defekt who supposedly excessive masturbation or homosexuality. angeblich in exzessiver Masturbation oder Homosexualität After the bestand. eugenics movement was well established in the United States, Nachdem die Eugenikbewegung in den Vereinigten Staaten etabliert war, it spreads to Germany. breitete sie sich auch in Deutschland aus. So California eugenicists Also kalifornische Eugeniker began producing literature promoting eugenics and sterilization. begannen Literatur zur Förderung von Eugenik und Sterilisation And sending it overseas to Germany scientists and the zu medical professors. produzieren und sie an deutsche Wissenschaftler und Mediziner zu versenden. By 1933, California had subjected more people to forced sterilization than all other US states combined. Bis 1933 waren in Kalifornien mehr Menschen zwangssterilisiert worden als in allen anderen US-Bundesstaaten zusammen. So this forced sterilization program engineered by the Nazis was partly inspired in California.
Das Zwangssterilisationsprogramm der Nazis wurde teilweise durch das kalifornische Programm inspiriert. So Hitler reads all about racial hygiene during his imprisonment in 1924. Also Hitler liest Bücher über die Rassen in But he takes it to im Gefängnis, an extreme also im level. Gefängnis sitzt, und er nimmt es auf zu einem So extremen, back in the einer USA, extremen Ebene. Also zurück jetzt in den USA. these psychiatrists and psychologists who fled Nazi Germany Diese Psychiater und Psychologen, die Nazi-Deutschland verlassen haben, geflohen have, sind, so they're German Jews and they've come to America in the sie sind, Victorian era. sie sind deutsche Juden und sind nach Amerika gekommen in dem viktorianischen Zeitalter. And because of the way that they were received by society, they went into hiding. Und weil sie in einer gewissen Art und Weise, sage ich jetzt mal, nicht They willkommen geheißen began wurden, to aber regress on the way that they angekommen would sind, be looking at haben sie these sich sexual inverts. sehr zurückgezogen und sich diese sexuelle Before they Geschlechtsumwandlung had a angeschaut. progressive understanding, but now they're regressed. Vorher hatten sie ein progressives Verständnis und jetzt And their haben sie conclusion sich is aber they are sexually broken. zurückgezogen. Oder war rückläufig, diese Studien, die sie gemacht haben. And they've added, yes, they are mentally ill. Und sie haben gesagt, dass solche homosexuellen Leute mental krank sind. Now, we've been talking about a lot of dates and medical times. Also wir haben jetzt sehr viel über Daten und medizinische Geschichten geredet. But one of the biggest problems that I've found while looking at all these things Aber eines der größten Probleme, die ich herausgefunden habe, als ich dieses Thema angeschaut habe, is that all these with all these conclusions and theories, mit all diesen Schlussfolgerungen und Theorien were done on people that were either in treatment, in an institution, or in jail. Gemacht, entweder mit Leuten, die in Behandlung waren, im Gefängnis oder in einer Institution. But never were they done in a controlled environment. Aber niemals in einer kontrollierten Umgebung. So now, because it's a medical term, Jetzt, weil es ein medizinischer Begriff ist, because homosexuality is now a medical term, aber die Homosexualität jetzt ein medizinischer Begriff ist, so then it needs to be treated medically. muss es auch medizinisch behandelt werden. So before it was about their feelings. Also vorher ging es um ihre Gefühle. Now physical treatments have come to the forefront. Aber jetzt kommen physische Behandlungen in den Vordergrund, To try and change their sexual orientation. um zu versuchen, ihre sexuelle Orientierung zu verändern. So this is when conversion therapy begins. Das ist, wo diese Überzeugungstherapie oder diese Umwandlungstherapie So stattfindet. electric shock treatment, chemical drugs to make you sick. Ist der Elektroschock-Behandlung oder auch Pillen oder Drogen, um dich krank zu machen. So you've got castration, hormone injections. Kastration oder auch Hormoninjektionen. To brain surgeries, lobotomies, which they use an ice pick through your eye. Oder auch Gehirnoperationen, wo sie auch das Auge benutzen dazu. And that's just a few.
Und es sind nur ein paar davon. So in 1945, World War II ends. Also im Jahr 1945 endet der Zweite Weltkrieg. The men are coming back from the war and women are going back home. Männer kommen zurück vom Krieg und die Frauen gehen wieder zurück nach Hause. And they're all getting married younger and having lots of babies. Und sie heiraten alle jünger und bekommen sehr viele Babys. So 1946, we've got the baby boom. 1946 haben wir den So everybody Babyboom. can see who's getting married and who's not. Also jeder kann sehen, wer heiratet und wer nicht. Because the social climate's tilted towards traditional gender roles. Und das gesellschaftliche Klima geht mehr in die Richtung der normalen Geschlechterrollen. So the American society is based on that nuclear family, which offers a heterosexual model. Also in Amerika war da dieses gewisse Modell, das eine heterosexuelle Familie heterosexual die model Normalität is ist. nuclear family and traditional gender roles. Also diese Normen waren eine heterosexuelle Familie und mit Geschlechterrollen. And a homosexual model is sexually broken and mentally ill. Und ein homosexuelles Modell ist mental gebrochen, mental krank. And if you're homosexual, then you're a threat to the family. So they need to Und wenn du protect their children. homosexuell bist, dann bist du eine Gefahr für die Familie und somit muss man seine Kinder beschützen. So the fear about protecting your children escalates. Also diese Angst, dass die Kinder geschützt werden müssen, eskaliert. And that's another recurring theme. Und das ist ein weiteres, immer wieder aufkommendes Thema in der Geschichte. Then we have the Cold War. Dann haben wir den Kalten Krieg. And we've talked about this before, so I'm just going to briefly mention it. Und wir haben darüber schon gesprochen in der Vergangenheit, deswegen werde ich es nur kurz erwähnen. And we've talked about the Lavender Scare, which is a parallel persecution. Wir haben über das gesprochen, welches eine parallele Verfolgung ist. Persecution. So you've got the Red Scare and the Lavender, the Red Scare and the Lavender Scare. Also man hat die roten, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Which is communism and homosexuality. Diese rote und, also das ist Kommunismus So und they're saying if die you're homosexual, Homosexualität. you are more likely to be a communist. Und sie sagen eigentlich, wenn man ein Homosexueller ist, dann ist man sehr wahrscheinlich auch ein Kommunist. So now the LGBTQ community are treated as a national security threat. Jetzt werden Homosexuelle so behandelt, als ob sie eine nationale also eine So Gefahr back here you're a wäre threat für die. to the family. Also damals waren Homosexuelle eine Gefahr für die Familie. And now you're a threat to the whole country. Und jetzt sind sie eine Gefahr für das ganze Land. In 1953, there's an executive order 1953 gibt es eine and they called it the 10450. eine Durchführungsverordnung und ich nenne es der 10450. 10 für 50. So basically, federal employees were being investigated. Also Mitarbeiter wurden untersucht, So to determine whether they were a security risk. um zu bestimmen, ob sie eine
ein Risiko wären. So they said anybody that was homosexual or suspected to be homosexual, Jeder, der homosexuell war oder es erwartet wurde, dass die Person they couldn't work homosexuell in ist, any State Department jobs. die durften nicht mehr in irgendwelchen Arbeitsstellen arbeiten im Staat. So this continues all the way through the 50s. Und das geht immer weiter so bis in den 50er Jahren. I'm just doing a quick time check to see. 10 minutes, okay. Thank you. Ich habe noch 10 Minuten. I just want to give a quick story how this order can impact someone's life and country. Ich möchte nur kurz eine Geschichte erzählen, wie diese Gesetze das Leben von Personen oder von einem ganzen Land beeinflussen There's a können. guy named Frank Kemi. Es gibt einen Mann, der heißt Frank Kemi. So he's an astronomer. Er ist ein Astrologe. He graduated at Harvard with 2 degrees by the time he was 18. Er hat schon 2 Abschlüsse bei der Harvard University, wo er mit 18 Jahren hat er schon 2 Abschlüsse. Also er ist sehr schlau. He's working for the government. Er arbeitet für die Regierung. And while he was in a stopover in San Francisco, he's approached by a man. Und als er in San Francisco irgendwo unterwegs war, wurde er angehalten von einem Mann. He doesn't know this person. Er kennt diese Person nicht. But the undercover police see that he's touched by this man and they arrest him. Aber die Polizei sieht, wie er von diesem Mann angefasst wird und sie tun ihn gefangen nehmen. And he's saying, please don't arrest me, I'm a federal employee. Und er sagt, bitte tut mich nicht verhaften, weil ich bin ein Staatsmitarbeiter. Ich arbeite für den Staat. Und dann werde ich gekündigt. Aber sie haben ihn trotzdem gefangen genommen. So he's put on a 3-year probation. Er hat sozusagen eine And then they were going Gnadenzeit to drop the charges. Oder eine Bewährung, tut mir leid, und er But in bekommt nur eine 1957, Buße. he's working for the US Army Map Service. Aber im Jahr 1957 arbeitete er für eine Armee. And they hear spezifische about Armee. his arrest in San Francisco. Und sie hören von seiner Gefangennahme in San Francisco. His superiors question him. Und dann fragen sie ihn, But he refuses to give information regarding his sexual orientation. aber er will nicht mit den Officern darüber sprechen, And über he's seine fired. sexuelle Orientierung, und dann wird er gekündigt. I'm just going to shorten that story. Ich werde diese Geschichte time. jetzt abkürzen, But he's such a einfach smart aus guy. Zeitgründen. Aber er ist so ein schlauer Mensch, That he fights back. Mann, dass er zurückkämpft. So he becomes a gay activist Er wird ein schwulen Aktivist and he spends his whole life fighting for gay rights. und er verbringt sein ganzes Leben damit, für Schwulenrechte zu kämpfen. I'll write his name if you want to have a look at his name. Ich werde seinen Namen auf die Tafel schreiben, falls ihr euch über ihn mehr Informationen Frank. holen wollt. Er heißt Frank. So his whole career was destroyed because of this 10-4-50. Also seine ganze Karriere wird zerstört, weil es 10 vor 50 war. So a year before in 1952, Ein Jahr vorher, in 1952, to add fuel to all
to the already burning fire against homosexuals. Also was noch weiter zum Feuer gegen die Homosexuellen beigefügt hat. The APA, which is the American Psychiatric Association. Die APA, diese amerikanische puts in their diagnostic manual for mental illness. Psychiatrische Assoziierung tut die Homosexualität als eine mentale Krankheit einstufen. The homosexual is listed as a sociopathic personality disturbance. Und dass das eine persönliche No, that's okay. Persönlichkeitsstörung ist. Sociopathic disturbance. So as I said before, a lot of these observations are done on homosexuals in treatment and in prison. Also viele dieser Untersuchungen, wie ich bereits gesagt habe, wurden in Institutionen und Gefängnis geführt oder gemacht. And nobody's ever done a controlled study. Aber niemand hat bisher eine kontrollierte Studie abgehalten. Comparing their homosexual patients with non-patient homosexuals. Wo man homosexuelle Patienten mit comparing non-patient heterosexuals with non-patient homosexuals. Verglichen wurden mit keinen Patienten oder auch homosexuellen oder mit heterosexuellen Patienten, die keine Patienten waren. So, diese Vergleiche hat man nie gemacht. A turning point in history. Ich würde das jetzt hier als Wendepunkt der Geschichte bezeichnen. Because this had never happened before until Evelyn Hooker comes along. Und das ist nie passiert, bis Evelyn Booker aufgekommen ist. So just to quickly summarize. Nur um kurz zusammenzufassen. We're walking through this timeline to see how the medical, political and world treated the LGBT community. Wir wollten durch diese Linie gehen, um zu verstehen, wie die Gesellschaft, die medizinische, die politische, die medizinische und auch die Gesellschaft, die Homosexuellen behandelt haben. Viel sind diese Theorien über Homosexuellen. Sie werden von der Gesellschaft weggestoßen. Labeled mentally ill. Sie werden benannt als mental krank, Perverse oder auch Kriminelle. A threat to your family and for your country. Sie sind eine Gefahr für die Familie und für das ganze Land. So what do you do when you're being told you are sick? Also was tust du, wenn dir gesagt wird, dass du krank bist? You try and get cured. Du versuchst natürlich geheilt zu werden. And that's what a lot of people did. Und das ist, was viele Leute getan haben. They spent a lot of time and money in therapy. Sie haben sehr viel Zeit und Geld investiert in die Therapie. To get over an illness that they never had. Um von einer Krankheit gesund zu werden, die and sie eigentlich nie hatten. Scientific evidence to prove any of this was true. Und es gibt keine Studie, die beweist, dass das wahr ist. Close for now in prayer and have a 10-minute break. Also ich werde jetzt im Gebet abschließen und wir haben eine 10 Minuten Pause. Thank you. Our God in heaven, Lieber Gott, as we walk through this timeline, wie wir nun durch diese Zeitlinie gelaufen sind, to see the injustice and discrimination, um die Ungerechtigkeit und die Diskriminierung zu sehen,
help us to understand that these things still are happening to people on a daily basis. Hilft uns zu verstehen, wie das heutzutage immer noch auf einer täglich passiert. And understanding these things help us to have empathy for those that have been wrongly, have been done wrong by. Und wenn wir jetzt diese Sache verstehen, hilft uns empathisch zu sein gegenüber denjenigen Leuten, die solche Dinge, schlimme Dinge erlebt haben. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen.